Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video die Entwicklungsziele nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmollke erklären. Dein Entwicklungsziel ist unglaublich wichtig für dich, weil es das Ziel ist, was deine Seele sich im derzeitigen Leben gesetzt hat. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo zu den Archetypen der Seele und der Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke anzuschauen. Da habe ich ja auch schon diese große Tabelle mit den 49 Archetypen der Seele erklärt und die Entwicklungsziele befinden sich auf der 4. Zeile von dieser Tabelle. Die 7 Entwicklungsziele lauten Verzögern, Ablehnen, Unterordnen, Stillstehen, Akzeptieren, Beschleunigen und Herrschen. Ich habe das Video auf folgende Weise gegliedert. Zuerst werde ich allgemeine Fakten zu den Entwicklungszielen ausführen, anschließend erkläre ich die Grundenergien, Ebenen, Dualität und Pole der Entwicklungsziele. Danach fasse ich sie zusammen und erläutere die Beziehungen zwischen ihnen im Verlauf der Inkarnationen. Abschließend gebe ich Tipps zum Finden deines Entwicklungsziels und führe den Nutzen des Wissens über Entwicklungsziele aus. Ich starte mit den allgemeinen Fakten zu den Entwicklungszielen. Dein Entwicklungsziel ist das Ziel, was sich deine Seele im derzeitigen Leben gesetzt hat. Dein Entwicklungsziel bestimmt die Erfahrungen, die du in deinem Leben machen möchtest. Andersherum entsprechen die Erfahrungen, die du machst, deinem gesetzten Entwicklungsziel. Dein Entwicklungsziel prägt alles, was du in den Mittelpunkt deiner Bemühungen stellst, was du wirst und was du werden willst. Du hast sicherlich schon mal vom Spruch „Der Weg ist das Ziel“ gehört. Ganz im Sinne dieses Spruchs nutzt die Seele jede gemachte Erfahrung zur Erreichung des Entwicklungsziels. Wie du dein Entwicklungsziel umsetzt oder erreichst, kannst du mit jeder Handlung und Reaktion bewusst entscheiden. Solltest du vor deinem Entwicklungsziel zu flüchten versuchen, wird deine Seele vermutlich Mittel und Wege finden, dir es wieder vor Augen zu führen. Hast du beispielsweise das Entwicklungsziel verzögern und stürzt du dich in eine Herausforderung nach der nächsten, könnte sich dein Körper zu Wort melden und dich zu einer Pause zwingen. Jedes Entwicklungsziel ist der Reihenfolge nach einer der 7 Grundenergien zugeordnet. Beispielsweise entspricht das erste Entwicklungsziel Verzögern der unterstützenden und heilenden Grundenergie 1, weil es sich in der Spalte mit der Energiezahl 1 befindet. Das 7. Entwicklungsziel Herrschen ist der anleitenden Grundenergie 7 zugeordnet und befindet sich in der Spalte mit der Energiezahl 7. In dieser Tabelle, die ich aus dem Buch Archetypen der Seele abgeleitet habe, sind die 7 Entwicklungsziele in einer speziellen Ordnung aufgeführt. Diese Ordnung richtet sich nach ihrer Dualität und den Ebenen, auf denen sie sich befinden. Jedes Entwicklungsziel gehört zu einer der folgenden Ebenen: Expressionsebene, Inspirationsebene, Aktionsebene und Assimilationsebene. Auf der Expressionsebene geht es um den Ausdruck, auf der Inspirationsebene um das Erspüren, auf der Aktionsebene um Handlungen und auf der Assimilationsebene um Umwandlung. Innerhalb der Ebenen besteht die Dualität männlich und weiblich, die die 7 Entwicklungsziele in verschiedene Kategorien unterteilt. Die Aspekte mit den Energiezahlen 1, 2, 3, hier verzögern, ablehnen, unterordnen, gelten als weiblich und die Aspekte mit den Energiezahlen 5, 6, 7, hier akzeptieren, beschleunigen, herrschen, als männlich. Der Aspekt mit der Energiezahl 4, hier stillstehen,
wird als neutral bezeichnet. Somit werden zwei Matrixelemente miteinander verbunden, sodass drei Paare entstehen. Der Gegensatz des Entwicklungsziels Ablehnen, Energie 2, ist das Entwicklungsziel Akzeptieren, Energie 5. Sie bilden beide die Expressionsebene. Der Gegensatz des Entwicklungsziels Verzögern, Energie 1, ist das Entwicklungsziel Beschleunigen, Energie 6. Sie bilden beide die Inspirationsebene. Der Gegensatz des Entwicklungsziels Unterordnen, Energie 3, ist das Entwicklungsziel Herrschen, Energie 7. Sie bilden beide die Aktionsebene. Das Entwicklungsziel Stillstand, Energie 4, vereint die Dualität in sich selbst und befindet sich auf der Assimilationsebene. Ein Mensch lernt genau von den Menschen besonders viel, die das gegenteilige Prinzip vertreten. Jetzt stellt sich noch die Frage, warum sich bei den Entwicklungszielen ein Plus und ein Minus befinden. Die Entwicklungsziele haben einen Pluspol und einen Minuspol, die jeweils mit Plus und Minus gekennzeichnet sind. Plus- und Minuspol repräsentieren die Extreme von Angst und Liebe. Befindest du dich im Pluspol, bist du mehr in deiner Liebe als in deiner Angst. Regiert dahingegen der Minuspol, ist die Angst stärker als die Liebe. Du wirst in der Regel nur selten stark lieblos oder überaus liebevoll sein. Meistens wirst du dich eher im Mittelfeld zwischen Plus- und Minuspol aufhalten und hin und her schwanken. Da du sowohl mit dem Plus- als auch mit dem Minuspol notwendige Erfahrungen machen kannst, ist weder der Plus- noch der Minuspol per se schlecht. Nur wenn Spannung zwischen dem Plus- und dem Minuspol besteht, ist Lernen möglich. Jetzt gehe ich die einzelnen Entwicklungsziele schrittweise durch. Das Entwicklungsziel mit der Energie 1 heißt Verzögern und hat den Minuspol Rückzug und den Pluspol Rückschau. Hast du dieses Entwicklungsziel, bist du vermutlich langsamer und gemütlicher im Leben unterwegs als andere, gehst nicht über Details hinweg, sondern untersuchst die Einzelheiten unter der Lupe. Das zweite Entwicklungsziel, Ablehnen, besitzt die Pole Vorurteil und Urteilskraft. Menschen mit dem Entwicklungsziel Ablehnen werden in der Inkarnation versuchen zu lernen, nicht alles zu akzeptieren und ein gesundes Nein aussprechen zu können, ohne sich selbst zu schädigen und Dinge zu zerstören. Das kriegerische Entwicklungsziel Unterordnen hat den Minuspol Unterwerfung und den Pluspol Hingabe. Beim kriegerischen Entwicklungsziel geht es um die Lernaufgabe, sich einer äußeren Instanz unterordnen zu können und in ein größeres Gesamtgefüge einfinden zu können. Das Entwicklungsziel Stillstand besitzt die Pole Erstarrung und Innehalten. Ein Mensch, der das Entwicklungsziel Stillstand gewählt hat, durchlebt eine Zeit des Innehaltens, um sein seelisches Wachstum zu fördern und innerlich zu wachsen. Der Minuspol des Entwicklungsziels Akzeptieren mit der Energie 5 ist Liebe-Dienerei und der Pluspol Güte. Das Entwicklungsziel Akzeptieren heißt zu lernen, sich auf Umstände einzulassen, aber nicht durch schmerzliche Resignation, sondern durch ein Bejahen voller Liebe und Güte. Das priesterliche Entwicklungsziel heißt Beschleunigen und hat den Minuspol Verwirrtheit und den Pluspol Einsicht. Hast du das Entwicklungsziel Beschleunigen, wirst du vermutlich sehr viel in deinem Leben erleben, könntest dazu neigen, dir Dinge schwerer zu machen, als sie sind, und musst lernen, dir Ruhezeiten zur Reflexion zu gönnen. Das siebte Entwicklungsziel Herrschen besitzt im Positiven den Pol Führung
und im Negativen den Pol Diktatur. Menschen mit dem Entwicklungsziel der königlichen Energie wollen lernen, die Führung zu übernehmen. Es wäre ratsam, die Interessen anderer zu beachten und die Dominanz niemandem aufzuzwingen. Auch herrschen bedeutet, sich anderen unterzuordnen. Die Entwicklungsziele treten im Verlauf der Inkarnationen häufig in bestimmten Reihenfolgen auf. Das Entwicklungsziel beschleunigen wählt die Seele, wenn sie in ihrem Leben einen Entwicklungsschub vollziehen und viele Erfahrungen machen möchte. Im nächsten Leben wählt die Seele oft das Entwicklungsziel verzögern, um runterzukommen und die Erfahrungen zu verarbeiten. Das Entwicklungsziel ablehnen wählt die Seele, wenn sie sich in diesem Leben für neue Themen öffnen und ihre alten Glaubenssysteme überarbeiten möchte. Im nächsten Leben bietet es sich dann an, das Entwicklungsziel akzeptieren zu wählen, um das Erarbeitete zu akzeptieren und zu festigen. Die Entwicklungsziele unterordnen und herrschen bieten sich an, wenn die Seele in diesem Leben eine stärkere Aktionsbetonung erleben möchte. Beispielsweise ist das Entwicklungsziel Herrschen im Seelenalter Jung 7 Ich trage Verantwortung und das Entwicklungsziel Unterordnen im Seelenalter Reif 3 einem schlechten Herrn treu dienen gut geeignet. Jetzt möchte ich noch ein paar Punkte ausführen, wie du dein Entwicklungsziel finden kannst. Schau dir die Videos zu den einzelnen Entwicklungszielen an und frage dich, mit welchem Entwicklungsziel du in Resonanz gehst. Betrachte die Themen, die hinter den Entwicklungszielen stehen und stelle dir die Frage, welches der Themen sich bei dir am deutlichsten, schmerzhaftesten und lustvollsten zeigt. Es könnte sein, dass du dir bei der Reflexion das Entwicklungsziel aussuchst, was du idealisierst. Beispielsweise könntest du Menschen idealisieren, die viel in ihrem Leben schaffen und deswegen das Entwicklungsziel beschleunigen am ansprechendsten finden. Das Entwicklungsziel spiegelt aber nicht dein Ideal, sondern das, was deine Seele lernen möchte. Beachte auch, dass bei der Reflexion deines Entwicklungsziels deine Ängste hinderlich sein könnten. Hast du beispielsweise Selbstverleugnung als Angstmerkmal, könntest du Probleme dabei haben, dein Entwicklungsziel als dein eigenes zu erkennen. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass ich persönlich gerne Zeit mit genau den Menschen verbringe, die das gleiche oder gegenteilige Entwicklungsziel vertreten. Mein Entwicklungsziel ist Akzeptieren und ich verspüre eine Resonanz bei Menschen mit dem Entwicklungsziel Akzeptieren oder Ablehnen und bei Menschen, die diese Prinzipien ebenfalls symbolisieren, also beispielsweise solche mit der Seelenrolle Künstler und Weiser. Vielleicht geben dir die Mitmenschen, mit denen du dich umgibst und die Gründe, warum du sie schätzt, einen Hinweis auf dein Entwicklungsziel. Zum Abschluss möchte ich etwas zum Nutzen des Wissens über die Entwicklungsziele sagen. Durch die Auseinandersetzung mit den Entwicklungszielen können wir eine größere Toleranz für unser Verhalten und unsere Probleme an den Tag legen. Nicht nur gegenüber uns können wir mehr Toleranz zeigen, sondern auch für die Handlungen und Probleme anderer Menschen. Durch die Entwicklungsziele lassen sich zum Beispiel aus Sicht des Entwicklungsziels Verzögern, Entwicklungsverzögerungen und aus Sicht des Entwicklungsziels Beschleunigen, Entwicklungsbeschleunigungen erklären. Zudem könnten wir verstehen, warum Menschen mit dem Entwicklungsziel Herrschen tyrannisches Verhalten zeigen könnten und warum Menschen mit dem Entwicklungsziel Ablehnen unter Umständen eine Dauerrebellion durchleben.
Mithilfe der Entwicklungsziele können wir anderen Menschen in ihrer seelischen Entwicklung helfen und ihnen spezifische Unterstützung geben. Gut, damit wäre ich jetzt auch schon am Ende des Videos angelangt. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, welches Entwicklungsziel du hast, welche Erfahrungen du bis jetzt mit deinem Entwicklungsziel und auch mit anderen Entwicklungszielen gesammelt hast, wie dir das Video gefallen hat und was ich noch ein bisschen näher erläutern könnte. Für mehr Informationen zu den Entwicklungszielen empfehle ich das Buch Die Archetypen der Seele und zur Erkundung deines Entwicklungsziels empfehle ich das Archetypen-Handbuch. Für Beratungen, weiterführende Materialien und Informationen empfehle ich die Webseiten www.septana.de und www.seelenakademie.org. Auf diesen Webseiten kannst du auch Menschen finden, die dir deine Seelenarchetypen wie das Entwicklungsziel ermitteln können. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du mehr Videos zu den Archetypen der Seele und der Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.